Science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Im vorherigen Video haben wir uns die verschiedenen Biomoleküle angesehen: Proteine, Kohlenhydrate und Lipide. Sie bilden den Grundaufbau unserer Zellen und liefern uns Energie für unsere Lebenserhaltung. Sie sind also essentieller Bestandteil des Stoffwechsels. Als Stoffwechsel oder Metabolismus bezeichnet man die gesamten chemischen und physikalischen Vorgänge der Umwandlung chemischer Stoffe bzw. Substrate in Zwischenprodukte und Endprodukte im Organismus von Lebewesen. Chemisch betrachtet sind Stoffwechsel also chemische Reaktionen. Eine chemische Reaktion ist ein Vorgang, bei dem eine oder meist mehrere chemische Verbindungen in andere umgewandelt werden und Energie freigesetzt oder aufgenommen wird. Zwei wichtige Begriffe hierbei sind Oxidation und Reduktion. Beide gehen immer mit einer Übertragung von Elektronen einher. Unter einer Reduktion versteht man die Aufnahme von Elektronen, eine Oxidation ist die Abgabe von Elektronen. Oxidation und Reduktion sind immer aneinander gekoppelt. Eine Oxidation kann nicht ablaufen, wenn die abgegebenen Elektronen nicht sofort in einer Reduktion aufgenommen werden können. Man kann zwar die beiden Prozesse räumlich voneinander trennen bzw. beschreiben, jedoch müssen sie immer im Kontext zueinander stehen. Entsprechend spricht man von einer Redoxreaktion. Chemische Reaktionen werden immer in einer Reaktionsgleichung dargestellt. Links stehen die Ausgangsstoffe, das sind die Edukte, rechts das Ergebnis der chemischen Reaktion, die Produkte. Bei einer chemischen Reaktionsgleichung müssen links und rechts die gleiche Anzahl an Atomen stehen. Wir haben links als Edukte hier zwei Natriumatome und eine Chlorverbindung, die aus zwei Chloratomen zusammengesetzt sind. Natrium und Chlor reagieren zu Natriumchlorid (NaCl). Da auf der Seite der Edukte je zwei Natrium- und zwei Chloratome zu finden sind, entstehen bei den Reaktionsprodukten auch zwei NaCl. Die chemische Reaktion wird durch einen Reaktionspfeil dargestellt. Hier sehen wir aber, dass es zwei Pfeile gibt. Einer zeigt in Richtung Reaktionsprodukt, der andere in Richtung der Edukte. Es handelt sich hierbei also um eine Redoxreaktion. Die Reaktion kann also in beide Richtungen ablaufen. Wir wissen aus dem Beitrag über die Grundlagen der Chemie, dass Natrium im Periodensystem in der ersten Hauptgruppe steht. Schaut euch dieses Video am besten nochmal an, wenn ihr das vergessen haben solltet. Es hat also ein Elektron auf der äußersten Schale und um den Edelgaszustand zu erreichen, gibt es gerne sein äußerstes Elektron ab und wird dadurch positiv geladen. Das heißt, hier findet eine Oxidation statt. Natrium gibt sein Elektron ab. Die Natriumatome liefern die Elektronen und werden somit oxidiert. Sie geben ja die Elektronen ab. Aus den Natriumatomen entstehen zwei Natriumionen und zwei Elektronen. Dabei wird das Natrium zum Reduktionsmittel. Reduktionsmittel sind Verbindungen, die durch Abgabe von Elektronen eine Reduktion eines anderen Stoffes bewirken. Dabei werden sie selbst oxidiert. Chlor hingegen steht in der achten Hauptgruppe im Periodensystem. Es hat also 7 Elektronen auf der Außenschale. Dem Chlor fehlt also nur noch ein Elektron, um den Edelgaszustand zu erreichen. Entsprechend nimmt Chlor Elektronen auf, wird also reduziert und damit fungiert Chlor als Oxidationsmittel. Oxidationsmittel sind die Verbindungen, die durch Aufnahme von Elektronen eine Oxidation einer anderen Verbindung bewirken und werden selbst dabei reduziert. Also fassen wir es zusammen. Natrium gibt Elektronen ab, wird also oxidiert und damit zum Reduktionsmittel, weil es die Reduktion des Chlors bewirkt. Chlor nimmt Elektronen auf, wird reduziert und agiert als Oxidationsmittel, weil es für die Oxidation des Natriums sorgt.
In Redoxreaktionen müssen immer alle abgegebenen Elektronen wieder aufgenommen werden. Es gibt keine frei diffundierenden Elektronen im Reaktionsmedium. Exotherm, Endotherm und die Aktivierungsenergie. Soweit zu den Redoxreaktionen. Eine chemische Reaktion zwischen Natrium und Chlor läuft relativ schnell ab und quasi von selbst. Bei Biomolekülen ist es etwas komplizierter. Jede chemische Reaktion ist nicht nur mit einer Stoffumwandlung verbunden, sondern auch mit einer Energieumwandlung. Diese Energieumwandlung ermöglicht es, unter energetischen Gesichtspunkten eine chemische Reaktion zu unterteilen. Je nachdem, ob Energie in Form von Wärme an die Umgebung abgegeben oder aufgenommen wird, teilt man eine chemische Reaktion in eine exotherme und eine endotherme Reaktion ein. Die Einteilung in exotherm und endotherm hat aber keinen Einfluss auf die sogenannte Aktivierungsenergie. In der Regel muss nämlich Aktivierungsenergie hinzugefügt werden, um eine chemische Reaktion zu aktivieren, so dass die Stoffe in einer messbaren Geschwindigkeit miteinander reagieren. Die Aktivierungsenergie ist also eine energetische Barriere, die bei einer chemischen Reaktion von den Reaktionspartnern überwunden werden muss. Wird diese Barriere überwunden, kommt es erst dann zur chemischen Reaktion. Allgemein gilt, je niedriger die Aktivierungsenergie, desto schneller verläuft die Reaktion. Sehen wir uns nun Beispiele für exotherme und endotherme Reaktionen an. Exotherme Reaktion. Bei einer exothermen Reaktion wird Wärmeenergie an die Umgebung abgegeben. Eine typische exotherme Reaktion ist eine Verbrennungsreaktion. Der Ausgangsstoff, zum Beispiel das Holz, das verbrannt werden soll, hat ein gewisses Energielevel. Aber das Holz alleine brennt nicht, es braucht eine Aktivierungsenergie. Das ist zum Beispiel die Energie, die du zuführen musst, wenn du das Holz anzündest. Dadurch fügst du dem System die Aktivierungsenergie zu und die Reaktion läuft ab. Das Holz verbrennt. Dabei wird Energie freigesetzt in Form von Wärme. Als Produkt der chemischen Reaktion entsteht zum Beispiel Holzkohle, das verbrannte Holz bzw. die Asche, die ein niedrigeres Energieniveau hat als das Edukt Holz. Endotherme Reaktion. Bei einer endothermen Reaktion wird Wärmeenergie aus der Umgebung aufgenommen. Dabei laufen endotherme Reaktionen in der Regel nur so lange ab, wie aus der Umgebung Energie zugeführt wird bzw. noch Ausgangsstoffe vorhanden sind. Stoppt bei einer endothermen Reaktion die Energiezufuhr aus der Umgebung, kommt in der Regel die Reaktion zum Stillstand. Ein Beispiel für endotherme Reaktion kennt ihr, wenn ihr Kopfschmerzen habt und einen Aspirin nehmen müsst. Die Brausetablette. Beim Auflösen des Brausepulvers wird die Lösungsenergie für die Reaktion dem Wasser entzogen. Das Wasser kühlt sich bei diesem Vorgang etwas ab. Folglich wird Energie in Form von Wärme aus der Umgebung aufgenommen und die Reaktion ist damit endotherm. Enzyme. Dasselbe Prinzip der chemischen Reaktion läuft auch in unseren Zellen ab. Merkt euch aber eines: Alle chemischen Reaktionen brauchen eine Aktivierungsenergie. Aber hier stehen wir jetzt vor einem gewaltigen Problem, denn gerade unsere Biomoleküle, ob wir sie nun aufspalten oder aufbauen wollen, brauchen eine sehr hohe Aktivierungsenergie. Sich selbst überlassen bei Raumtemperatur oder Körpertemperatur reagieren unsere Proteine, Fette und Zucker überhaupt nicht, weil eine sehr hohe Aktivierungsenergie notwendig ist. Man braucht also etwas, was die chemische Reaktion schneller ablaufen lassen würde. Und man spricht hierbei von Katalysatoren. Das sind Stoffe, die eine chemische Reaktion beschleunigen können, ohne aber selbst Teil der chemischen Reaktion zu werden, also selbst umgewandelt zu werden. Katalysatoren setzen die Aktivierungsenergie herab und ermöglichen die chemische Reaktion. Katalysatoren kennt ihr vielleicht am besten aus Autos, wo gesundheits- und umweltschädliche Abgase in ungiftige Stoffe umgewandelt werden. Doch die meisten unserer Stoffwechselreaktionen brauchen auch Katalysatoren.
Unsere Katalysatoren im Körper, zumindest die wichtigsten, sind die Enzyme. Enzyme sind Proteine, die als Biokatalysator biochemische Reaktionen im Organismus steuern und beschleunigen, ohne dabei selbst verändert zu werden. Sie sind in allen Körperzellen enthalten und sind unerlässlich für alle Körperfunktionen. So steuern Enzyme nicht nur die Verdauung, sondern den gesamten Stoffwechsel und sind damit ein wesentlicher Faktor für die Gesundheit. Enzyme binden spezifisch ein oder einige wenige Substrate, indem sie mit ihnen einen reversiblen Enzym-Substrat-Komplex bilden. Als Enzym-Substrat-Komplex bezeichnet man den Übergangszustand aus Enzym und dem gebundenen Substrat, der bei einer enzymkatalysierten Reaktion in einem Schritt gebildet wird. Die spezielle Hohlstruktur im Enzym bewirkt, dass das aktive Zentrum mit dem passenden Substrat in Kontakt treten kann. Enzyme können dadurch nur ein bestimmtes oder einige wenige Substrate umsetzen, was Substratspezifität genannt wird. Des Weiteren ist ein Enzym nur in der Lage, eine bestimmte Reaktion zu katalysieren, was man als Reaktionsspezifität bezeichnet. Ein Substrat dagegen kann von unterschiedlichen Enzymen umgesetzt werden. Das heißt, das Ganze funktioniert nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Ein Enzym für ein bestimmtes Substrat, welches es umsetzen kann. Bei der Reaktion ist die Substratbindungsstelle, also das aktive Zentrum von Bedeutung. Das ist der Ort, an dem das Substrat gebunden wird. Oft können Enzyme ihre Wirkung erst dann entfalten, wenn sie von einem sogenannten Kofaktor oder mehreren Kofaktoren aktiviert werden. Das können zum Beispiel Metallionen wie Eisen, Kupfer oder Zinkionen sein oder auch organische Moleküle wie Vitamine. Enzyme lassen sich in 6 Hauptgruppen einteilen, je nachdem, welche Art von chemischer Reaktion sie katalysieren. Diese Enzymklassen sind erstens Oxidoreduktasen. Sie katalysieren Reaktionen, bei denen Elektronen übertragen werden, also Redoxreaktionen. Dazu gehören Dehydrogenasen, Reduktasen, Katalasen, Oxidasen und so weiter. Zweitens Transferasen. Sie katalysieren Reaktionen, bei denen ganze funktionelle Gruppen, wie zum Beispiel eine Phosphatgruppe, von einem Molekül auf ein anderes übertragen werden. Dazu gehören zum Beispiel die Kinasen und DNA-Polymerasen. Drittens Hydrolasen. Sie katalysieren Reaktionen, bei denen eine chemische Bindung entweder unter Wasseraustritt entsteht oder unter Wasseranlagerung gespalten wird. Zum Beispiel die Peptidasen, Proteasen und so weiter. Viertens Lyasen. Sie katalysieren Reaktionen, bei denen chemische Bindungen ohne Energieverbrauch gespalten oder gebildet werden. Dazu gehört zum Beispiel das Enzym Aldolase. Fünftens Isomerasen. Sie sorgen dafür, dass Bindungsverhältnisse innerhalb eines Moleküls neu angeordnet werden. Und sechstens die Ligasen oder Synthetasen. Sie katalysieren Reaktionen, bei denen zwei Moleküle unter Energieverbrauch miteinander verbunden werden. Zum Beispiel gehören die Carboxylasen zu diesen Ligasen. Enzymkinetik. Die Enzymkinetik beschäftigt sich mit dem zeitlichen Verlauf enzymatischer Reaktionen. Eine zentrale Größe hierbei ist die Reaktionsgeschwindigkeit. Sie ist ein Maß für die Änderung der Substratkonzentration mit der Zeit, also für die Stoffmenge Substrat, die in einem bestimmten Reaktionsvolumen pro Zeiteinheit umgesetzt wird. Neben den Reaktionsbedingungen wie Temperatur, pH-Wert usw. hängt die Reaktionsgeschwindigkeit auch von der Konzentration des Enzyms, der Substrate und der Produkte ab. Die gemessene Enzymaktivität ist proportional zur Reaktionsgeschwindigkeit und damit stark von den Reaktionsbedingungen abhängig. Sie steigt mit der Temperatur entsprechend der RGT-Regel an. Eine Erhöhung der Temperatur um ca. 5 bis 10 Grad Celsius führt zu einer Verdoppelung der Reaktionsgeschwindigkeit und damit auch der Aktivität. Dies gilt jedoch nur für einen begrenzten Temperaturbereich.
Bei Überschreiten einer optimalen Temperatur kommt es zu einem steilen Abfall der Aktivität durch Denaturierung, also Zerstörung des Enzyms. Änderungen im pH-Wert der Lösung haben oft dramatische Effekte auf die Enzymaktivität, da diese die Ladung einzelner für die Katalyse wichtiger Aminosäuren im Enzym beeinflussen kann. Jenseits des pH-Optimums vermindert sich die Enzymaktivität und kommt irgendwann zum Erliegen. Ein Modell zur kinetischen Beschreibung einfacher Enzymreaktionen ist die Michaelis-Menten-Theorie. Sie liefert einen Zusammenhang zwischen der Reaktionsgeschwindigkeit v einer Enzymreaktion sowie der Enzym- und Substratkonzentration. Grundlage ist die Annahme, dass ein Enzym mit einem Substratmolekül einen Enzym-Substrat-Komplex bildet und dieser entweder in Enzym und Produkt oder in seine Ausgangsbestandteile zerfällt. Was schneller passiert, hängt von den jeweiligen Geschwindigkeitskonstanten k ab. Das Modell besagt, dass mit steigender Substratkonzentration auch die Reaktionsgeschwindigkeit steigt. Das geschieht anfangs linear und flacht dann ab, bis eine weitere Steigerung der Substratkonzentration keinen Einfluss mehr auf die Geschwindigkeit des Enzyms hat, da dieses bereits mit Maximalgeschwindigkeit arbeitet. Enzyme können auch gehemmt werden. Man spricht von Enzymhemmung und bezeichnet die Herabsetzung der katalytischen Aktivität eines Enzyms durch einen spezifischen Hemmstoff, auch Inhibitor genannt. Es gibt die irreversible Hemmung, bei der ein Hemmstoff eine unter physiologischen Bedingungen nicht umkehrbare Verbindung mit dem Enzym eingeht. Und es gibt die reversible Hemmung, bei der der gebildete Enzym-Inhibitor-Komplex wieder in seine Bestandteile zerfallen kann. Bei der reversiblen Hemmung unterscheidet man wiederum zwischen kompetitiver Hemmung. Das Substrat konkurriert mit dem Hemmstoff um die Bindung an das aktive Zentrum des Enzyms. Der Hemmstoff ist aber nicht enzymatisch umsetzbar und stoppt dadurch die Enzymarbeit. Oder der unkompetitiven Hemmung, das heißt, der Hemmstoff kann ausschließlich an den Enzym-Substrat-Komplex binden. Er verhindert die katalytische Umsetzung des Substrates zum Produkt. Und die nicht kompetitive Hemmung, der Hemmstoff bindet sowohl an das freie Enzym als auch an den Enzym-Substrat-Komplex. Der Enzym-Substrat-Inhibitor-Komplex ist katalytisch inaktiv. ATP. Für die in Zellen ablaufenden Prozesse wird Energie benötigt, da dabei chemische, osmotische oder mechanische Arbeit geleistet wird. Diese Energie muss in irgendeiner Form bereitgestellt werden. Dies geschieht über das Molekül Adenosin-Triphosphat, kurz ATP. Alle Abbauprozesse des Organismus dienen hauptsächlich der Erzeugung von Energie, die in Form des ATP gespeichert wird. Aber was ist das Adenosin-Triphosphat genau? Dieses Molekül besteht aus einem Adeninrest, dem Zucker Ribose und 3 Phosphaten. Die Bindung der 3 Phosphatreste sind sehr energiereiche chemische Bindungen. Werden diese Bindungen durch Enzyme hydrolytisch gespalten, entsteht das Adenosindiphosphat ADP bzw. das Adenosinmonophosphat AMP. Pro Abspaltung einer Phosphatgruppe wird Energie von etwa 32 kJ frei. Diese frei werdende Energie ermöglicht die Arbeitsleistung in den Zellen. Aus dem bei der Energieabgabe aus ATP entstandenen AMP und ADP regeneriert die Zelle das ATP. Die Regeneration des ATP geschieht über die Zellatmung. Bei der Zellatmung werden Glucose, Sauerstoff und Wasser in den Mitochondrien zu Wasser und Kohlenstoffdioxid abgebaut. Durch diesen Abbau entsteht Energie in Form von Adenosin-Triphosphat (ATP).
Enzyme spalten dieses ATP in ein Adenosin-Diphosphat ADP und ein frei werdendes Phosphat auf. Die dabei freigesetzte Energie wird in Form von Wärme abgegeben, überwiegend jedoch für die Muskelfunktion verwendet. Anschließend wird das ADP wieder in ATP umgewandelt. So entsteht ein ewiger Kreislauf, der nur bei einer optimalen Versorgung mit Nährstoffen einwandfrei funktioniert. Wir werden uns im nächsten Kapitel die entscheidenden Schritte der Zellatmung näher anschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like, schreibt in die Kommentare und abonniert am besten meinen Kanal.